In diesem Video geht es um die meiner Meinung nach wirklich erstaunliche neue Stimmisolierung, die manche vielleicht schon von iOS her kennen. Wie diese funktioniert und was es zu beachten gibt, wollen wir uns gleich mal ansehen. Robin hier von Post Professionals und wir wollen uns ein paar Beispiele ansehen, wo die Stimmisolierung erstaunliche Ergebnisse liefert. Und wenn du neu hier auf dem Kanal bist und nach einem umfassenden Training für Final Cut Pro auf Deutsch suchst, wo du wirklich alles Wichtige über Final Cut Pro lernen kannst, was es zu lernen gibt, dann schau gerne bei uns auf der Seite vorbei. Der Link dahin auch in der Beschreibung. Die Stimmisolierung in Final Cut Pro funktioniert, indem sie erkennbare menschliche Stimmen gegenüber anderen Teilen des Audiosignals priorisiert, und zwar mit Hilfe von KI oder besser gesagt Machine Learning. Okay, schauen wir uns das Ganze mal an. Wo finde ich es also und wie verwende ich es? Nun, wie bei Apple üblich, ist es sowohl super einfach zu finden, als auch super einfach zu benutzen. Und ja, auch ich habe hier ein paar absichtlich extreme Fälle, nur um zu sehen, wie weit man die Isolierung treiben kann. Aber zunächst möchte ich ein mittelgroßes Problem mit einem Clip zeigen, bei dem mich kürzlich jemand gefragt hat, wie er die Hintergrundgeräusche und vielleicht sogar die Windgeräusche, die man ab und zu hört, am besten loswerden kann. Lasst uns kurz reinhören. Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, liebe Würdenträger, lieber Spielmannszug, liebe Harthauser Musik und liebe Gäste. Ich grüße euch ganz herzlich zu unserem Jubiläumsschützenfest 2019 und lade euch ein zum Kommers heute Abend ins Festzelt. Okay, ich würde sagen, das ist eine klassische Real-World-Situation, ein spontaner Dreh im Freien, bei dem wenig Zeit oder Gelegenheit war, einen vernünftigen Ton einzustellen, geschweige denn, den Wind irgendwie abzuschalten. Wir haben ein hochfrequentes Rauschen, aber vor allem ein konstantes, tieffrequentes Rumpeln, das durch den Wind verursacht wird, mit einigen gelegentlichen, sehr auffälligen Böen, die ich mit einigen Marker versehen habe. Der Sprecher ist zwar immer noch recht gut zu hören, aber es gibt noch viel Raum für Verbesserung. Und wenn man die Möglichkeit hat, ihn besser zu machen, ohne ihn zu verschlechtern, warum nicht? Und genau das kann ich jetzt mit der neuen Stimmisolierung machen. Aber nur mal zum Vergleich etwas, was wahrscheinlich die meisten von uns in der Vergangenheit mit unterschiedlichem Erfolg ausprobiert haben, verwende ich den Rauschentfernungsfilter, der seit dem ersten Tag in Final Cut enthalten ist. Wenn ich ihn mit den voreingestellten 50% einschalte und mir das mal anhöre. Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, liebe Würdenträger, lieber Spielmannszug, liebe Harthauser Musik und liebe Gäste. Ich grüße euch ganz herzlich zu unserem Jubiläumsschützenfest 2019 und lade euch ein zum Kommers heute Abend. Hören wir, dass zumindest das tieffrequente Rumpeln und ein großer Teil des Rauschens deutlich reduziert wurden. Aber wenn für mich alle Windgeräusche inakzeptabel sind, könnte ich natürlich einfach versuchen, die Rauschentfernung auf 100% zu stellen. Wenn ich noch einmal reinhöre. Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, liebe Würdenträger, lieber Spielmannszug, liebe Harthauser Musik, kann ich hören, dass fast das gesamte tieffrequente Rumpeln herausgefiltert wurde, aber die Windböen sind immer noch deutlich zu hören. Außerdem, und das haben sicher viele schon selbst erlebt, gibt es hier und da merkliche blecherne Artefakte, die das Audio wie eine schlecht komprimierte MP3-Datei klingen lassen. Schauen wir also mal, was die neue Stimmisolierung im Vergleich dazu leisten kann. Zunächst deaktiviere ich die Rauschunterdrückung und aktiviere die Stimmisolierung ganz oben in meinen Audioverbesserungen. Wenn ich es mit der Standardeinstellung von 50% einschalte, kann man die Veränderung an der Wellenform des Clips sofort sehen und sie ändert sich sogar, während man den Schieberegler verändert. Aber ich belasse es bei den 50% und höre mir das mal an. Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, liebe Würdenträger, lieber Spielmannszug, liebe Harthauser Musik und liebe Gäste. Ich grüße euch ganz herzlich zu unserem Jubiläumsschützenfest 2019.
Ja, also ich würde sagen, dass das Ergebnis sogar merklich besser ist als das bei einer 100%igen Rauschunterdrückung. Vor allem, wenn es um das Rumpeln der unteren Frequenzbereiche geht. An diesem Punkt muss man also entscheiden, ob ein bisschen Restrauschen und ein paar Böen in Ordnung sind oder nicht. Wenn du dich dafür entscheidest, dass du nichts vom Wind hören willst, kannst du die Wiedergabe einfach auf eine Schleife setzen, indem du Command L drückst, sofern er nicht schon aktiv ist, und während der Wiedergabe den Prozentsatz der Stimmisolierung einstellen und das Ergebnis in Echtzeit hören. Spielwort so, liebe Harthauser Musik und liebe Gäste, ich grüße euch ganz herzlich zu unserem Jubiläumsschützenfest 2019 und lade euch ein zum Kommers heute Abend ins Festzelt. Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, liebe Würdenträger. Ziemlich beeindruckend. Wenn ich also mit ein paar Böengeräusche zurechtkäme, wäre ein Wert um die 90% schon perfekt für mich. Wenn ich aber tatsächlich wollte, dass die Windgeräusche komplett entfernt werden, könnte ich die Stimmisolierung einfach auf die vollen 100% stellen. Und wenn wir jetzt reinhören: Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, liebe Würdenträger, lieber Spielwort, liebe Harthauser Musik und liebe Gäste, ich grüße euch ganz herzlich zu unserem Jubiläumsschützenfest 2019. Ich glaube, man kann sagen, dass sie so gut wie vollständig verschwunden sind, was ich ziemlich erstaunlich finde. Aber wie bei so vielen Dingen geht eine maximale Einstellung natürlich auch auf Kosten der Gesamtqualität und einiger Artefakte in den schwierigeren Bereichen. Zum Beispiel, wenn er sich von der Kamera wegdreht. Und ich müsste wahrscheinlich auch die Lautstärke etwas angleichen. Aber um ehrlich zu sein, finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht. Für den persönlichen Gebrauch würde ich sagen, dass es definitiv mehr als akzeptabel ist. Ein zahlender Kunde bevorzugt vielleicht 80-90%. Zum Abschluss nur noch ein weiteres Beispiel, das absichtlich fast unsinnig extrem ist. Da es spontan war und ich ein Lavalier-Mikrofon benutzt habe, habe ich leider vergessen, bei der Aufnahme auf die Lautstärkeeinstellung zu achten, sodass es hier und da doch recht verzerrt ist. Aber ich konnte es, glaube ich, aus naheliegenden Gründen nicht neu aufnehmen. Ignorieren wir das also erst einmal und spielen es ab. Tja, und wer kennt das nicht? Man ist unterwegs, vloggt ein wenig, will zurück zum Hubschrauber, ne? Schön nach Hause. Und was passiert? Der Pilot startet den Motor zu früh. Das ist so ärgerlich. Naja, dann ist der Take halt ruiniert. Gucken wir mal, ob die Stimmisolation uns weiterhelfen kann. Das ist natürlich ein extremes, aber nicht völlig unrealistisches Beispiel. Du nimmst jemanden auf und, anders als in diesem Fall, ist ein unerwartetes Geräusch im Hintergrund. Eine erneute Aufnahme ist nicht möglich und die ansonsten völlig ruinierte Aufnahme stellt sich natürlich wieder als die beste heraus, oder? Aber die Aufnahme so zu verwenden, wie sie ist nicht wirklich vorstellbar. Also wollen wir sehen, ob wir die Aufnahme zumindest in eine zwar nicht optimale, aber doch halbwegs brauchbare Alternative verwandeln können. Die Stimmisolierung wird die Verzerrungen natürlich nicht beseitigen, aber was glaubst du, wie viel von den Hintergrundgeräuschen sie beseitigen kann? Ich denke, du wirst sehr überrascht sein, denn ich war es auch. Auch hier aktiviere ich einfach die Stimmisolierung und beginne mit der Standardeinstellung von 50%. Ich wähle den Clip mit X aus und drücke die kleine Alt-Taste, um die Auswahl abzuspielen und drücke sie einfach immer dann, wenn ich wieder von vorne anfangen will, wobei der Marker den mehr oder weniger lautesten Punkt des Hubschraubermotors anzeigt. Hören wir kurz rein. Tja, und wer kennt das nicht? Man ist unterwegs, vloggt ein wenig, will zurück zum Hubschrauber, ne? Schön nach Hause. Und was passiert? Der Pilot startet den Motor zu früh. Das ist so ärgerlich. Naja, dann ist der Take halt ruiniert. Gucken wir mal, ob die Stimmisolation uns weiterhelfen kann. So,
Schon bei 50% klingt es viel besser und ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass die eigentlichen Stimmfrequenzen in einem unzumutbaren Maße beeinträchtigt wurden. Wenn ich es aber in einer Schleife abspiele und die Stärke der Stimmisolierung mit dem Schieberegler in Echtzeit anpasse, während ich es abspiele. Tja, und wer kennt das nicht? Man ist unterwegs, vloggt ein wenig, will zurück zum Hubschrauber, ne? Schön. Tja, und wer kennt das nicht? Man ist unterwegs, vloggt ein wenig, will zurück zum Hubschrauber, ne? Schön nach Hause. Und was passiert? Der Pilot startet den Motor zu früh. Das ist so ärgerlich. Naja, dann ist der Take halt ruiniert. Würde ich sagen, dass es, abgesehen von der Verzerrung, erstaunlich gut klingt, wenn ich irgendwo in der Nähe von 80% bin. Zumindest bis zu dem Punkt, dass es exponentiell nützlicher ist als das Original. Und die Isolierung versucht eindeutig den vollen Frequenzbereich der Stimme zu erhalten, wenn sie hörbar ist. Nur zum Spaß können wir auch hier mal auf 100% gehen und uns das anhören. Tja, und wer kennt das nicht? Man ist unterwegs, vloggt ein wenig, will zurück zum Hubschrauber, ne? Schön nach Hause. Und was passiert? Der Pilot startet den Motor zu früh. Das ist so ärgerlich. Naja, dann ist der Take halt ruiniert. Gucken wir mal, ob die Stimmenisolation uns weiterhelfen kann. Okay, wenn wir zu weit gehen, klingt die Stimme natürlich nasaler und etwas unter Wasser. Aber erstaunlicherweise ist der Hubschrauber fast vollständig entfernt. Wenn man es während der Wiedergabe ein- und ausschaltet, hört man, was für einen tollen Job die Stimmisolierung macht. Tja, und wer kennt das nicht? Man ist unterwegs, vloggt ein wenig, will zurück zum Hubschrauber, ne? Schön nach Hause. Und was passiert? Der startet den Motor zu früh. Das ist so ärgerlich. Naja, dann ist der Take halt ruiniert. Gucken wir mal, ob die Stimmenisolation uns weiterhelfen kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das haut mich um und ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich dieses Ergebnis alternativ mit viel Rumfummeln an anderen Filtern jemals erreichen könnte, wenn das überhaupt möglich ist. Also für eine Lösung, die mehr oder weniger mit einem Klick funktioniert, ist das meiner Meinung nach eine sehr, sehr nützliche Option. Im schlimmsten Fall kann man sie als hervorragenden Ausgangspunkt für einige zusätzliche Channel EQs und so weiter nutzen, um das Ergebnis noch weiter zu verbessern. Schon ziemlich erstaunlich, oder? Ich würde aber auch gerne wissen, was ihr davon haltet und ob es vielleicht etwas davon gibt, das ihr gerne geändert oder verbessert sehen würdet. Schreibt uns gerne ein paar Zeilen in den Kommentaren. Wenn du Lust auf mehr Tipps und Tricks und Tutorials hast, dann gib uns einen Daumen hoch, wenn dir das Video geholfen hat, und abonniere den Kanal, um weitere Inhalte nicht zu verpassen. Und wenn du dich für nichts entscheiden kannst, schau dir vielleicht eines dieser Videos an, von denen YouTube denkt, dass du sie gerne sehen würdest. In der Zwischenzeit danke ich sehr fürs Zuschauen und würde mich freuen, euch im nächsten Video wiederzusehen. Passt auf euch auf und bleibt gesund.